Moin Freunde, ja, kann man bei Flaconi Parfüms bestellen immer noch, ne? Und so weiter und so fort. Flaconi werbt ja sogar in TV zu besten Zeiten. Das war jedenfalls mal so lange, wie lange jetzt nichts mehr gesehen. Und dadurch, dass ich ja schon ewig und was weiß ich wie lange Düfte bestelle und auch viel Bestellungen getätigt habe, wollen wir mal darüber sprechen. Mein Name ist Dennis. Moin aus Hamburg. Ja, Parfümzentrum, das Video ging durch die Decke. Das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und ich habe ja gefragt, wollt ihr noch andere, sag ich mal, Online-Shops wissen? Und da wollen wir mal mit anfangen oder beziehungsweise weitermachen. Wie gesagt, der Parfümzentrum kommt sehr, sehr gut an bei euch da draußen. Finde ich sehr, sehr gut. Ist wirklich stabil. Kann man gar nicht zu sagen. So, aber jetzt kommen wir zu Flaconi. So, ich kann jetzt von Anfang bis jetzt sprechen. Und das sind meine Erfahrungen, ne? Gleich mal vorweg. Und jeder sieht das ja auch anders. So, also, wir wollen jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit reisen, ne? Weil, ganz ehrlich, früher gibt es jetzt nicht mehr, aber man muss ja ein bisschen darüber sprechen, dass Flaconi dort noch ein bisschen anders funktioniert hat, meines Erachtens. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht. So, und vergesst übrigens nicht, mich zu abonnieren. Ja, Flaconi hat früher, finde ich persönlich, schneller und besser funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, verbessert mich bitte in den Kommentaren, dass sie DHL mit DHL-Versand haben. Das ist ja auch so ein Punkt und ein ganz großer Punkt, die Versandfirmen, die dann verschicken. So, da kommen wir später zu. Ich persönlich bin der Meinung, es war mit DHL. Dann haben sie auf Hermes umgestiegen, also sind auf Hermes umgestiegen und dann fing das an, ja, ein bisschen zu dauern. Nicht unbedingt wegen Hermes, nein, also hier nicht unbedingt. Am Anfang schon, denn eigentlich hat sich da irgendwas geändert, aber allgemein wahrscheinlich das Abholen von dort etc. pp. Das kann man alles noch verschmerzen. Und man sollte, es gibt ja Leute, die bewerten dann zum Beispiel eine Firma, so wie bei Amazon sieht man das. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch bei Flaconi ist, aber bestimmt auch. Die haben das bestimmt auch schon gemerkt, dass Leute eben die Firma schlecht bewerten. Also Amazon oder Flaconi meinetwegen auch, wenn das Paket viel zu lange unterwegs war. Ja, da kann Flaconi nichts für. Das mal gleich vorweg, ne? Also das macht immer noch der Versand, die Versandfirma, ob das jetzt DHL ist, Hermes, DPD, whatever. So, aber wenn das schon heutzutage ist, es einfach so klar, Flaconi ist größer geworden. Aber dementsprechend haben sie ja auch Leute dort arbeiten, was ich ja weiß. So, und oder was, wenn man so groß ist, hat man es einfach eigentlich, ne? Aber es gibt ja auch kleine Firmen, in Anführungsstrichen, das heißt kleine Firmen, die aber sehr gut verdienen und da dauert der Versand eben, ja, so nach dem Motto Monate. Naja. Wenn man aber nichts, man muss schon dahinterher sein. Also wir können auch nicht, ich meine, wenn man eine Firma hat oder wenn man selbstständig ist und man verschickt irgendwas, also man hat irgendwelche Güter, die man verkauft, whatever, dann muss das im Lager auch funktionieren. Wenn man ganz neu anfängt, kann das sein, okay, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, das muss alles eingespielt sein. Aber wenn man länger dabei ist, muss es funktionieren. Das ist meine Meinung oder auch von meiner Frau, weil wir können das nicht so, man kann das nicht so handhaben oder dass nichts verschickt wird und so weiter und das funktioniert nicht. So nach dem Motto, ja, ich verschicke das nach 4 Wochen oder diskutiert er noch mit denen rum, ja, dann müssen Sie müssen Geduld haben. Nein, irgendwann nicht. Also ganz ehrlich, dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn man weggeht. Bevor ich abschweife, das ist auch ein ganz anderes Thema wieder. Ihr merkt, da bin ich natürlich auch so drin. Man muss das ist ein Zwischenpunkt. Und ich finde, bei Flaconi ist es ein bisschen langsamer geworden, was das Verschicken schon angeht. So. Und es war auch schon mal der Fall, ich meine, das muss dann auf der Webseite gekennzeichnet sein. Wenn der letzte Artikel verkauft worden ist, muss da demnächst stehen. Demnächst verfügbar. Oft ist es aber so, oder es war 2-mal, glaube ich, dass er gar nicht auf Lager war, sondern dann fragt man irgendwann mal nach 4-5 Tagen, ob das überhaupt angekommen ist, die Bestellung, whatever. Und dann dauert die Antwort auch schon. Das ist alles so ein bisschen, und das ist meine Erfahrung. Ihr könnt, wie gesagt, unterschreiben. So, und dann, ja, man ist ein bisschen genervt schon, wenn man sich überlegt, dass es zum Beispiel bei Parfümzentrum viel schneller geht und der hat auch viel zu tun seit Neuestem, ne? Also das ist, ne? Und bestimmt nach meinem Video oder überhaupt, der hat auch viel zu tun und da funktioniert es einfach, weißt du? Es gibt einfach Firmen, egal wie viel sie zu tun haben, das geht so raus.
Und das ist eben perfekt. Dass das nicht immer klappt, okay. Und dass man den Shitstorm bekommt, ist auch nicht gut, nur weil es dann einmal mal nicht funktioniert hat. Aber wenn das dann länger so dauert, es gibt noch eine, da wollen wir auch mal irgendwann drüber eingehen, wenn ich über die Firma rede, Online-Parfümerie, da ist das auch der Fall. Immer wenn was nicht auf Lager ist, muss man das angeben. Weil sonst, und vor allen Dingen, wenn der Computer das nicht hinkriegt, dann müsst ihr wenigstens auch mal schreiben, Moment mal, das dauert, die Ware muss nochmal neu bestellt werden. Das passiert aber meistens nicht. Und das ist dann wieder nicht gut. Und ja, natürlich, jetzt könnten die Firmen sagen, ja gut, aber dann müsste ich ja 50 Leute anschreiben und ja, oder 100, das interessiert mich nicht, dann ist das so. So, aber ja, Fakt ist, dass das so nicht funktioniert. So, und was sind allgemein Duftversand angeht oder wegen Fakes, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Also Flaconi ist da schon stabil. Ich wiederhole und mache das, sage immer so ein Beispiel, dass auch Douglas schon mal ein Fake hatte. Aber wie sollen die Leute das da wissen? Weil die meisten, die dort arbeiten, besonders bei Douglas, die auch keine Ahnung haben. Das ist nicht mal ein Angriff. Sie können eben nicht unterscheiden, ob da irgendwie hier zum Beispiel am Flakon hier was anderes ist oder whatever. Das können auch die nicht wissen. Also es kann auch bei solchen Firmen eben passieren, dass man vielleicht mal Fake hat, aber eigentlich sollte oder ist das nicht der Fall und dementsprechend ist das Latte. So, aber ihr könnt auf jeden Fall bei Flaconi, da sind wir stehen geblieben, reibungslos bestellen. Das ist, im Endeffekt ist es noch wie früher. Wenn ihr wenn ihr Originale haben wollt, dann könnt ihr das auch bestellen. Sie haben Nische, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen. Sie haben Designer und ich glaube, es ist sogar Lataffa inzwischen dabei, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber verbessert mich. Also das ist kein Problem. Zu vergleichen, ich will jetzt keinen Vergleich aufziehen mit Parfümzentrum, ist es nicht. Parfümzentrum ist, wie gesagt, ein bisschen schneller, versendet allerdings noch mit DHL nochmal, wie eingangs erwähnt. Die Versandfirmen sind auch dazwischen, also gibt dann nicht der Firma eine schlechte Bewertung. Ich meine, macht wie was ihr wollt, ne? Aber ich sag nur, man muss ein bisschen logisch denken. Da kann dann natürlich Flaconi oder whatever wäre nichts für. Wenn es natürlich länger dauert, um zu verschicken, nochmal, hatte ich auch eben erwähnt, dann ist das was anderes. Und ich bin der Meinung, irgendwann, spätestens nach dem 4. Tag, sollte man verschicken. Und wenn es eine Firma gibt, die so paar Wochen verschicken, ganz ehrlich, da brauche ich gar nicht drüber reden. So, Ja, man darf immer da dazwischen gehen. Da habe ich auch mal was zu sagen. Macht das mit, oder? Versteht man mich denn? Das weiß ich jetzt nicht, ob das währenddessen so funktioniert. Okay. Ist das grün? Es ist grün, allen Ernstes. Meine Frau wollte mal einfach reinkrätschen. Ja, also es geht darum, Firmen, die nicht sofort verschicken und vor allen Dingen Wochen später. Ganz ehrlich, da muss man sich dann schon fragen, arbeiten die dann mit meinem Geld? Weil das Geld geht ja sofort ab. Und was passiert dann 6 Wochen? Wenn ich es nicht auf Lager habe, dann muss ich zumindest so ehrlich sein, den Arsch in der Hose habe. Darf ich Arsch sagen? Ja, ne? Ja, ja. Okay, ich habe ja jetzt schon Arsch gesagt. So. Dann so transparent zu sein, zu sagen, okay, ich habe es nicht da oder wir haben uns verspekuliert, wir nehmen euer Geld daher, damit die Lieferung kommen kann, weil das ist ja das, was letztendlich dahinter steckt. Weil heutzutage ganz große Firmen werden ja ständig beliefert, sowas wie das große A, ja, das möchte ich jetzt nicht unbedingt hier benennen, die haben immer alles vorrätig, aber die bewegen ja ein Finanzvolumen, da träumt der Arzt von, ja. Da träumen wahrscheinlich Millionen Ärzte gemeinsam von. Das kann natürlich ein kleines Geschäft gar nicht leisten, ja. Man ist froh, wenn man dann so seine Düfte an den Markt bringt, wenn man seine Bestellung bezahlen kann. Wenn man ja nur auf regionaler Ebene tätig ist, ja, dann ist das schon auch schwierig, vor allen Dingen gegen die ganz Großen anzukommen. Und dann kann ich es durchaus verstehen, wenn es mal länger dauert, bis eine Bestellung kommt. Das ist klar, ja. Aber ich würde sagen, man kann es denen übel nehmen, aber andererseits, man unterstützt kleine Firmen. Wir sind alles nur irgendwo kleine Leute, ja, alle wie du und ich, und wir versuchen alle unser Ding zu machen und ja,
von daher, man kann es denen übel nehmen oder man kann ein bisschen Verständnis dann entgegenbringen, weil was passiert denn, wenn die ganzen Kleinen vom Markt verschwinden? Dann gibt es nur noch die ganz großen Player und das ist das, was ich seit Jahrzehnten in den Innenstädten auch bemängele. Es gibt nur noch Filialisten, die einzelnen wirklichen kleinen Geschäfte, die Familienunternehmen gibt es nur noch zu selten. Und wenn es die irgendwann gar nicht mehr gibt, ja, Konkurrenz heißt immer belebt das Geschäft, ja, vor allen Dingen auch für den Endkunden, was die meisten vergessen, wenn die kleinen Geschäfte alle nicht mehr da sind und die großen nur noch da sind, die können dann den Preis bestimmen. Und ab da wird's dann richtig teuer, weil wenn ich nur noch einen Anbieter habe, der das alles anbietet, ja, sorry, aber dann können die Preise bestimmen. Und dann sollte man auch mal gucken, was von wem alles aufgekauft wird. Und jetzt wird's ein bisschen zu weit führen. Aber es ging jetzt auch nur um Flaconi erstmal, ne? Ach so, Flaconi, genau, ja, keine Ahnung. Es ging für mich allgemein um die Marktwirtschaft. Ja, da können wir noch mal gern, ihr seht das ja, da können wir auch über Marktwirtschaft, über das denken, hier bei uns oder so, oder wie wir das machen, können wir auch noch mal, könnt ihr in die Kommentare schreiben, mal gern auch was zu sagen, da kannst du noch mehr reden und auf jeden Fall, jetzt ging es auf jeden Fall um Flaconi nur. Im Endeffekt stabil, dauert jetzt ein bisschen länger, haben umgeändert auf Hermes, das hat man gemerkt. Hermes geht eigentlich schnell, aber das Rausschicken dauert länger wie früher. Mal diesen Übergang, dass Flaconi größer geworden ist, kann man machen, aber wie gesagt, wie eben auch gehört, irgendwann muss man es dann trotzdem verschicken und wenn es nicht auf Lager ist, sollte das System das wenigstens erfassen, das steht da manchmal auch nicht und du musst nachfragen und das ist dann nicht so gut. Und wenn sie dann sagen, ja, wir mussten das aus einem neuen Lager irgendwo bestellen, ja, dann muss man eine Bestätigung bekommen dafür oder nicht. Sonst eigentlich natürlich braucht ihr wegen Fake, braucht ihr keine Angst haben bei Flaconi. Also, das war's. Ja, ich würde es auch Flaconi und den Ganzen einfach raten, transparent mit den Kunden zu sein, zu sagen, ja, ihr wollt, dass wir am Markt sind. Sorry, aber es war gerade nicht mehr genug vorrätig. Es kamen, keine Ahnung, 20 Bestellungen rein. Wir hatten aber nur noch 15. Ja gut, aber ich hatte das vorher gesagt, das muss das System steht auf der Webseite, steht ja, und das kennen wir ja. Das sollte schon, denn da steht da nicht mehr vorrätig, muss denn da. Wenn das letzte verkauft ist, muss dann stehen, nicht mehr vorrätig. Und das steht da nicht. Ja gut, aber wenn die zeitgleich bestellen, bis das Warenwirtschaftssystem, die Datenbank dahinter aktualisiert ist, das können jetzt die Informatiker sagen, ob das für binnen Bruchteil einer Sekunde funktioniert. Und dann ist es die Frage, was hast du für ein Shop-System? Na, eigentlich funktioniert das, weil jetzt weiß ich durch eine IT auch so, eigentlich geht das, wenn der Programmierer oder wenn die das einstellen, sollte das System entfalten. Sollte das, kann ich dir zum Beispiel sagen, von dem großen Versand mit dem O. Da sind etliche Datenbanken dahinter, die bis zu 20.000 Klicks pro Sekunde verarbeiten können. Aber da reden wir dann von ganz anderen Systemen. Das haben die Kleinen alle gar nicht. Gut, das ist klar, ne? Abgesehen davon. Aber bevor wir wieder abschalten, da könnte man auch groß drüber reden. Also Flaconi ist soweit gut. Könnt ihr ein bisschen warten. Manchmal muss man schreiben, das ist doof. Aber schreibt mal gern eure Erfahrung mit Flaconi. Jetzt geht das Video um Flaconi. Ne? Parfümzentrum hatten wir und so weiter. Und das nächste Mal werden wir über irgendwelche andere Online-Shop labern. Also bis dann. Da bin ich raus, ne? Und ja, meine Frau kann dann auch Tschüss sagen, weil sie ja jetzt dabei ist, ne? Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Tag. Ja, bis Ciao. dann.